Hallo Freunde, hier ist mal ein kleiner kurzer Überblick vom Hochwasser vom 27.12.23 bei einem Pegel von 5,90 Meter. Im Laufe des Videos werde ich das noch nie wissen, weil ich erst mittendrin mal zum Theaterkran komme, wo oben die Anzeige drauf sitzt, aber ich kann es euch ja jetzt deswegen schon mal verraten. Wir gehen dort hinten von der Jenice Marienbrücke über die Augustusbrücke hierher auf die Karola-Brücke, wo ich gerade stehe. Ich habe jetzt nur das Bild erstmal als Eingang benutzt, um euch mal einen kleinen Überblick zu zeigen. Also, los geht's. So, wir befinden uns jetzt hier auf der Marienbrücke. Momentan im Bild ist das Kongresszentrum von Dresden. Hinten die Skyline mit der Königskirche und den ganzen Türmchen da. Ganz links der größte ist die Frauenkirche. Schwenken weiter über die Augustusbrücke. Den aktuellen Pegel kann ich zu der Zeit noch nicht sagen, weil ich noch nie am Theaterkran war. Dort steht es dran. Das finde ich dann aber später noch raus. Extra ein bisschen zeitig aufgestanden, um auch den Sonnenaufgang hier mit einzufangen. Ja, dort hinten, was ihr jetzt seht, das Wasser geht ein bisschen an die Schatten ran, dort ist normalerweise eine Wiese. Wir befinden uns jetzt unterhalb der Marienbrücke vom Weihnachtszirkus. Ihr seht, noch hell beleuchtet. Der Spielbetrieb ist allerdings schon eingestellt. Es stehen nur noch ein paar Anhänger da. Ich bin mal gespannt, ob die sich im Laufe des Tages noch irgendwo hinbewegen oder ob die stehen bleiben. Warum, zeige ich euch gleich im nächsten Bild. Denn hier hinten, wo die drei weißen Auflieger noch stehen, dort gehen wir jetzt hin. So, ihr seht jetzt, was los ist. Ich stehe jetzt unter dem letzten noch begehbaren Bogen der Eisenbahnbrücke neben der Marienbrücke, der interessanterweise ein bisschen höher gepflastert ist als der Rest. Hier ist noch trocken. Allerdings auf dem Zirkusgelände, wie ihr hier seht, ist von trocken nicht mehr viel zu sehen. Die Anhänger möchten sie bald wegräumen, falls hier noch was ist. Ein bisschen steigen soll es ja noch. Pegel ist zu der Zeit noch nicht bekannt. Ich muss dann erstmal zum Theaterkran laufen, um zu gucken, was drauf steht. Aber ihr seht, was hier los ist. Unterhalb der Eisenbahnbrücke, das vorne, wo der LKW gerade oben fährt, ist die Marienbrücke, Blick Richtung Stadt. Da hinten im Hintergrund die Augustusbrücke. Normalerweise kann man links neben dem Pfeiler, der da mit dem Graffiti beschmiert ist, noch langlaufen. Da ist noch ungefähr 3,5–4 Meter, also Mole oder je nachdem wie man das nennt, und dann geht erst die Elbe runter. Diese Szene hier ist ein kleines bisschen ironisch. Ich weiß nicht, ob man es jetzt schon erkennen kann. Ich blende dann noch mal ein Foto ein, weil ich das von hier schießen kann. Auf dem Schild oben steht Hochwasser Lehrpfad Dresden. Also im Prinzip eine Gedenktafel von den Hochwasseraktionen damals 2002. Hinterhalb der Marienbrücke. Jetzt schwenken wir noch mal rum zur Stadt. Also ich befinde mich jetzt hier zwischen Elbe und Kongresszentrum, am Elberadweg. Das Gelände hier steht normalerweise an der Mauer zur Elbe.
ihr habt einen Elberadweg. Eigentlich befahrbar. Wir befinden uns jetzt unterhalb der Semperoper. Steht hier oben. Da. Links am Geländer seht ihr schon, der Radweg oder was auch immer das hier ist, Fußweg. Ist ja leicht abschüssig. Das Schiff da hinten ist der Theaterkran, also wir werden auch in wenigen Minuten erfahren, wie hoch der Pegel ist. Ich sehe gerade, mein Stativ steht schief, aber ich denke, ihr kommt damit klar. Also hier seht ihr die zwei Hinweisschilder von der Gaststätte, die hier daneben ist. Keep it slow, there is wine steht auf dem linken Schild, das rechte kann ich nicht erkennen. So, das Wasser scheinbar hat sich wenig, das rammelt einfach vorbei. Hinten ist die Augustusbrücke. Mit einer Linie 9 würde ich vermuten. Vom Fahrzeug her. Da hinten haben wir die Marienbrücke nochmal. Die Kuppel da vom Weihnachtszirkus. Hier seht ihr noch die Aufnahmen. Also diese zwei silbernen Streifen, das sind Platten, die kann man rausnehmen. Und dort dann eine Hochwasserschutzwand installieren. Die ist ja anscheinend auch noch nie, für nötig befunden worden. Ansonsten ist hier auf Mauerhöhe, hier hinter der Metallplatte auch, also kommt die rein. Ein vollständiges Flutschutztor nennt sich das offiziell. Jetzt befinden wir uns an der Hauptsache dieses ganzen Videos, nämlich am Theaterkran, der den Pegelmesser oben auf dem Dach hat. Dort oben rechts ist er, das blinkende Ding, ganz rechts am Bild. Momentan steht es bei 5,89 Meter. Angesetzt sind 6,50 Meter, das heißt, hier fehlen locker noch 60 cm. Was zur Folge hat, dass hier noch einiges verschwinden wird. Das Schiff selber ist schon nicht mehr trockenfußes erreichbar. So wie auch die anderen Schiffe, die hier hinten ins Bild kommen. Hier fahren normalerweise die Autos unten drunter durch, das ist das Terrassenufer unter dem Brückenbogen da. Ich hatte gehofft, ich komme hier rechts die Treppe noch hoch, aber das ist leider nicht mehr trockenfußes möglich. Das heißt, ich muss auf den Umweg laufen, aber was soll's. Terrassenufer mit Theaterkran, gefilmt von der Augustusbrücke. Für mich gerade interessant zu sehen, die unterschiedlichen Untergründe unterhalb des Wassers. Ne? Weil dort, wo die Straße und der Fußweg ist, ist das Wasser glatt. Daneben ist Pflastersteine. Dort ist das Wasser rauer. Augustusbrücke, ganz links ist das Riesenrad von der Hauptstraße, wo der Goldene Reiter steht. Und ich muss schon sagen, der Sonnenaufgang, die Wolken, das Wasser hat was. Der Rollerbrücke da hinten. Terrassenufer. So, dann machen wir nochmal einen Rundumschwenk. Terrassenufer, Blick Richtung Karollerbrücke. Das Tickethäuschen von der Sächsischen Dampfschifffahrt. Läuft wie gesagt regelmäßig voll, also da ist nichts mehr, was da kaputt gehen kann. Die räumen das vorher aus und dann ist schick. Vorne haben wir noch unterhalb der Fahne, das ist eine Bank, also die Lehne davon.
Die kleinen Punkte links und rechts daneben, das ist eine Pollerreihe, damit man eigentlich von der Straße, die hier vor uns ist, nie dort drauf fahren kann. Was ich gerade ein bisschen witzig finde, ist, dass an diesen Leinen von dem Schiff an der Dresden Gras hängt. Wahrscheinlich, wo das Schiff noch tiefer stand, haben die Leinen durchgehangen, weil die nämlich von der Kaimauer oben kommen bis zum Schiff und dann dort kurz im Wasser gehangen. Und jetzt hängen sie wieder draußen, deswegen hängt jetzt schon Gras, obwohl dort noch nie Wasser war. In der Höhe, wie es jetzt hängt. Interessant. Ja, der Anleger, wie gesagt, nicht mehr erreichbar. Das ist schon ein paar Tage so. Wenn ich das weiß. Jetzt haben wir die Augustusbrücke hier. Und hier links kommt jetzt kleine Neuerung. 2002 und 2013 waren hier noch Massen an Leuten beschäftigt, um das Haus hier links mit Sandsäcken zu schützen. Mittlerweile haben die eine eigene Spundwand bekommen. Nein, hier links, die gibt es schon länger. Seht ihr die Spundwand mal von nahen. Also normalerweise ist das hier verblendet, der Spalt in der Mauer, dann sieht man das eigentlich nicht. Das sind einzelne Teile, die werden übereinander gesteckt. Da kann man auch noch mehr reinmachen, wenn man die höhere Pfosten verwendet. Und unten werden diese Metalldinger einfach noch auf den Fußboden verschraubt und dann ist das hier dicht. Ups, größere Terrasse befinden wir uns hier gerade. Von hinten sieht es dann so aus. Das ist auch alles kein Zufall, was hier ist, wie man hier sieht. Das ist alles durchnummeriert. Ihr habt die Stütze 12 und dann gibt es die Einleger genau für dieses Feld. Die sind alle beschriftet. Und hier vorne Stütze 11 mit Feld 11 und so weiter bis runter bis Feld 1. Sind komplett durchnummeriert und alle verschieden hoch. Also die Wand ist direkt hier für das Objekt. Die kann man auch nicht woanders einsetzen, weil die sonst irgendwie nicht mehr ganz passt wegen der Steigung der Straße. Von oben sieht man es nochmal besser. 3 Bänke da unten. Die Streubox, die steht schon ein bisschen schief. Ich würde sagen, die wird dann auch noch wegschwimmen, wenn es noch ein bisschen stärker steigt hier. Wenn hier oben schlecht zu sehen, dieses runde Ding da, das ist ein Papierkorb, da steckt ein Schirm drin, da guckt der Griff raus. Sieht lustig aus. Das Bild sieht man auch selten. Das ist Blickrichtung Terrassenufer, die Straße lang. Die Dreikönigskirche ist quasi doppelt vorhanden. Immer oben, immer unten. Wir stehen jetzt auf der Carola-Brücke. Blickrichtung Terrassenufer. Da hinten ist die Augustusbrücke, dahinter der Speicher. Wir schwenken von der Carola-Brücke jetzt einmal ganz rüber. Die graue Fläche dort rechts, da wo der Schatten von der Straßenbahn jetzt gerade lang läuft. Das ist eigentlich die Tribüne von der, sag schon, laut, von den Dresdner Elbnächten, Filmnächten. Also dort, wo die Bühne eigentlich immer steht. Die komplette Fläche, die ihr hier unten seht, ist eigentlich eine Wiese mit Elberadweg.
Und links im Bild, das was jetzt mitten in der Elbe ist, dieser schwarze Punkt, das ist eine rote Boje. Das ist normalerweise von hier die rechte Fahrwegbegrenzung. Also zwischen Schiff und der Boje ist eigentlich die Fahrrinne. Der Rest ist Zusatz. Also die Elbe selber ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, wenn wir jetzt die Augustusbrücke hinten mal nehmen, vom Schiff, dort wo der dritte Poller ist, dort ist eigentlich die Elbe zu Ende, Luftlinie. Wir befinden uns hier an der Böcklinstraße, Blickrichtung Dresden-Übigau, an der Mündung von der Elbe in die Flutrinne. Die Flutrinne selber ist normalerweise trocken und hat, wie ihr hier seht, die Funktion, wenn der Pegel der Elbe den Scheitel der Straße übersteigt, dann läuft das Wasser neben linksrum in die Elbe, auch rechtsrum in die Flutrinne rein, hat dort Platz, sich auszubreiten und damit wird erstmal der Anstieg der Elbe selber in Dresden der Pegel begrenzt, solange bis die Flutrinne selber voll gelaufen ist. Erst wenn die auch voll ist und auf derselben Höhe steht, weil irgendwo mündet die dann weiter hinten in die Elbe wieder zurück, dann steigt der Pegel in Dresden wieder weiter. Das hat schon einigen Leuten sauber und gut gerettet.